Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 3 zwischen FHKK und dem Team von SDW. SDW spielt mit folgender Schiffaufstellung mit Doppel Vladi, einer Baltimore, Doppel Terrible und auf der anderen Seite bei FHKK haben wir Brandenburg, eine Baltimore, Harikase, dann eine Cossack und eine Le Fantasque. Man sieht jetzt, FAKK hat wieder das Setup nochmal gewechselt. Versuchen es jetzt mit mehr DDs. Ja, das kann eine Möglichkeit sein. Wobei man ja jetzt gegen ein Doppel-Vladivostok-Setup spielt. Da sind tatsächlich mehr DDs nicht unbedingt förderlich, außer man kriegt man gute Torpedo-Rushes. Aber tatsächlich spielt auch wieder hier SDW sehr aggressiv am A-Cap und mal schauen, die Haikase wird hier erstmal alleine sein. Die Baltimore darf sich hier nicht schnell rausnuken lassen, der muss aufpassen. Ähm, ja, wir werden auf jeden Fall erstmal sehen, wie sich das Ganze hier verhält, wie das Ganze gespielt wird. Ja, Harikase ist jetzt spotted, kriegt ihre ersten Shots auch rein. Ja, aber gute, sie haben Shots ready. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ja, die Litteribe nimmt hier ein bisschen Damage. Okay, das Radar ist jetzt meiner Meinung nach ein bisschen zu früh, weil die Schiffe sind in Deckung, sie sind zu. Jetzt ist tatsächlich die Dings hier rausgefahren aus dem Cap. Das war wahrscheinlich nicht der Plan. Das wollte man nicht. Man wollte ja das Cap holen. Versteht jetzt nicht, warum die Litterible rausgefahren ist. Aber man hat jetzt ein bisschen sein Radar weggeworfen. Man sollte lieber ein bisschen aufs Hydro schauen, wobei ich glaube, die Torps kommen nicht an. Die haben nicht genügend Range. Nochmal Glück gehabt. Ja, ja, aber die lassen sich jetzt auch wieder leider überrumpeln durch die Litteribles, die jetzt wieder schnell das A-Cap holen. Ja, jetzt hat man auf der anderen Seite eine Vladivostok, die aber schon im Kite steht. Ja, der lässt sich hier nicht catchen. Sie schieben jetzt auch die andere Vladivostok wahrscheinlich hier rein. Kommt das Baltimore Radar. Die Baltimore könnte jetzt ein bisschen schwitzen tatsächlich, wenn die Vladi Türme ready hat. Das ist nicht, auf was der aimt. Boah, die Le Terrible hat auch schon gut Damage genommen. Okay, spielt mit Beschussalarm. Da muss man aber auch dodgen. Sorry, dass ich das jetzt so fies sage, aber ich meine, die Shells sieht man, da braucht man keinen Beschussalarm. Und nur Fullspeed fahren, du musst halt auch mit deinem Motorboost arbeiten. Du musst halt auch Tempo rausnehmen. Nur geradeaus fahren dodgt halt nicht. Ne, weil im Großen und Ganzen viele Spieler sehen das halt auch, ob du nur Vollgas fährst. Und jetzt, genau, auch erstmal zugehen lassen. Jetzt kommt noch mal eine Salve. Ja, die connectet auch. Doppel-Torpedowerfer-Ausfall. Ja, also die Litterible hat sich tatsächlich sehr viel HP runternehmen lassen. Aber währenddessen ja auf der anderen Seite, SDW macht wieder genau das Gleiche. Sie fahren wieder in die Flanke rein. Die Baltimore Snows sind gecatcht, wie die Wichita vorher und wird halt dann dementsprechend halt rausgenommen. Sie haben halt das BB, das relativ weit vorne ist. Jetzt werden sie hier die Brandenburg reinschieben, um die Floody zu killen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Baltimore jetzt gleich hier rumzieht und versucht, Feuersupport zu geben. Und sie werden jetzt hier diese Brandenburg fokussen. Oder es wird tatsächlich für den RAM gegangen, ja, so sieht's aus. Und es kann auch sein, dass die Brandenburg hier die Torps nicht rauskriegt, ja. Das ist das, was ich erwähnt habe, ne? Da geht man einfach für den RAM. Ähm, ist nicht schön, aber reicht, ne? Gerade wenn man ein Lead hat, muss man nicht riskieren und sollte sich da immer schauen, dass man sich die Punkte holt. Ist halt kann halt ein wichtiger Faktor sein, tatsächlich, ne? Also ist nicht zu unterschätzen, sowas. So, Baltimore schiebt jetzt nach. Die Vladivostok hat tatsächlich es geschafft, die DDs rauszudrängen. Auch interessant. Ja, die fahren jetzt einfach weiter, tun die Harikase jetzt jagen. Jetzt tatsächlich 3 DDs haben jetzt ein kleines Problem gegen Radarschiffe und 2 Gun-DDs und noch ein BB. Also wird er mit seiner Harikase nicht wegkommen.
Ja, er wird halt da richtig rangenommen von den Litteribles. Also tatsächlich ist das Litterible Gameplay hier von STW sehr, sehr stark und ich würde auch sagen, das ist halt tatsächlich auch der Gamechanger in diesen Games gewesen, weil die halt am meisten Impact generieren. Ne? Sehr aggressiv gespielt, kriegen auch immer wieder die DD-Picks, fokussen immer auch gut die Schiffe, kriegen immer einen guten Farm. Und das kriegen sie halt gut gemacht, ne? Ich meine, das ist halt eine Qualität. Und das hat man auch in der CW-Season gemerkt auf Stufe 8. Wenn du gute terrible Fahrer hattest, dann hattest du sehr viel Impact auch. Ne? Das hat sich nicht umsonst ganz gut etabliert, das so zu spielen. Ja, die Litterible geht jetzt auf die Jagd nach der anderen Litterible. Ich meine, die Position von der Cossack ist bekannt. Die Cossack hat jetzt auch ein bisschen zu lang geschossen, wird jetzt gespottet im Smoke. Das heißt, man hat auch noch mal kurz die Fahrtrichtung von ihm im Blick. Und damit kann die Litterible ganz gut einschätzen, wo er ist. Ich finde ganz interessant, dass die Litterible jetzt hier raus und hinfährt, ja, und da killt die Vladivostok dann die Le Fantasque. Ja, die Le Fantasque, also ich glaube, dass da noch nicht so viel Erfahrung da war bei der Le Fantasque. Zum einen Kapitänsskillung, 10er Kapitän, 11er Kapitän mit Beschussalarm ist halt schwierig, ne? Also vielleicht in einem Turnier die Schiffe auszuprobieren, ist keine so gute Idee. Ich würde wirklich gucken, dass ich meine Schiffe auch spiele, mit denen ich Erfahrung habe. Weil du spielst halt meistens dann gegen Leute, die ihre Schiffe können. Und das kann halt sehr stark nach hinten losgehen. Aber damit holt sich SDW Game Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch. Und ich denke, jetzt wird es auch von den Punkten auf jeden Fall geklappt haben. Und sie werden sich fürs Halbfinale qualifiziert haben.